Ja, hallo zusammen. Das Jahr ist noch jung, wir sind Anfang 2022, dennoch sind schon einige Uhren erschienen. Ich habe hier die Suunto 5 Peak auf dem Tisch liegen. Die Uhr ist jetzt gerade ganz frisch von Suunto herausgekommen. Ich möchte euch ein kleines Preview geben zur Uhr, beziehungsweise ich habe diese schon jetzt ein paar Tage getragen. Ich habe schon Workouts mitgemacht und habe die auch zum Schlafen etc. genutzt, also ist quasi mein Daily Driver gewesen. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was die Uhr kann, was die Uhr bietet und wie die Daten entsprechend aussehen. Falls manche Punkte euch nicht interessieren, könnt ihr das entsprechend überspringen. Ich habe das Ganze wieder in Kapitel eingeteilt, aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal gemeinsam jetzt die Uhr an. Viel Spaß! Ja, dann haben wir jetzt mal beide gute Stücke hier liegen. Ich habe hier einmal jetzt die Suunto 5 Peak und einmal die alte Suunto 5 und wir sehen jetzt hier offensichtlich schon mal einen Formfaktorunterschied. Also hier bei der alten Suunto 5 hatten wir hier noch so ein richtig geführtes Armband. Und es ist auch so, wenn ihr hier ein Armband tauschen wolltet, musstet ihr das immer aufschrauben, beziehungsweise konntet ihr nur spezielle Armbänder nutzen. Bei der neuen Suunto 5, die auch ein Ticken leichter ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, hier hinten auch mit dem Schnellverschluss das Armband zu wechseln. Und wie wir sehen, ist es auch ein gängiges Armband, was hier verwendet wird. Das bedeutet, ihr könnt dann euch entsprechend Armbänder bestellen und diese dann auch entsprechend an der Uhr anpassen und müsst jetzt hier nicht mehr auf diese alten Formen hier zurückgreifen. Was auch noch auffällt, ist, dass der Formfaktor hier doch der Suunto 9 Peak sehr ähnlich ist. Also man hat hier tatsächlich das Design hier weitergeführt. Natürlich ist es eine Geschmackssache, aber ich finde es natürlich ein Stück moderner. Und auch gerade, wenn man das Ganze trägt, also wenn man das jetzt hier ans Handgelenk trägt, dann hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass man hier eine wirkliche Sportuhr trägt. Man kann es auch gut im Alltag tragen und auch die Farbe bzw. die Abstimmung, die Proportionen von der Uhr sehen doch schon wirklich schön aus. Das ist natürlich eine individuelle Geschmackssache, aber auch gerade für eine Damenuhr kann das auch wirklich eine sehr schöne Uhr sein. Was wir bei beiden Uhren auch haben ist, wir haben hier hinten jetzt wieder ein Herzfrequenzsensormesser. Den haben wir hier beide verbaut gehabt, also da hat sich jetzt auch wirklich optisch zumindest nicht viel getan. Aber wir sehen leider auch hier wird immer noch der alte Ladenanschluss verwendet. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist das Kabel der Suunto 5. Ich finde es schade, dass es immer noch dieses Klemmkabel ist, was wir reinklemmen müssen. Wenn wir zum Beispiel die Suunto 7 betrachten, die hat hier einen magnetischen Ladeanschluss. Das bedeutet, hier hinten ist dann ein Magnet und dann wird es hier, fasst es direkt zu und ist direkt verbunden und kann auch entsprechend dann geladen werden. Das Ganze haben wir, wie gesagt, auch schon bei der Suunto 9 Peak gesehen und ich hätte es jetzt eigentlich auch bei der Suunto 5 Peak erwartet, weil für mich ist zumindest dieser Anschluss hier nicht mehr zeitgemäß und ich finde es halt auch schade, dass ein Uhrenhersteller auf zwei verschiedene Ladenmöglichkeiten setzt und ich weiß, ich bin jetzt kein Techniker, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so ein Magnetanschluss so viel teurer ist, dass man hier nicht sich dafür entscheiden kann, sondern hier die alte Klemme weiterhin verwendet. Aber ich würde sagen, dann legen wir jetzt einfach mal die Suunto 5 weg und schauen uns mal die Peak im genaueren Detail an. Bedient wird die Uhr dann hier über 3 Tasten auf dieser Seite und 2 Tasten auf dieser Seite. Ein Touch-Display ist hier nicht verbaut. Das Display, was wir hier sehen, ist das Standard-Display von Suunto und ich denke mal, da steigen wir einfach direkt drauf ein. Wir gehen jetzt hier einfach mal in die Einstellung rein, was die Uhr alles von Einstellungen hat. Wenn ich hier lange auf diese Taste drücke, kommt hier das Einstellungsmenü und hier kann ich auch direkt hier nicht stören und stören einstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt nur Smart Notifications nicht haben wollt, weil jetzt ihr irgendwie arbeiten seid etc., dann könnt ihr das Ganze einstellen. Zudem könnt ihr hier auch gleich die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Dann gibt es die Möglichkeiten, hier Alarme zu definieren oder einen Timer zu stellen, beziehungsweise hier kommen wir dann auch zu den entsprechenden Zifferblättern, da gehen wir jetzt einfach mal hinein. Also es ist bei Suunto so, ihr könnt bei Suunto jetzt nicht euch aus irgendeinem Shop oder aus einer Suunto-App Zifferblätter herunterladen, ihr seid quasi auf das angewiesen, was euch Suunto zur Verfügung stellt. Es kommen hin und wieder mit Software-Updates Zifferblätter hinzu, aber es ist nicht garantiert, dass das so ist. Bei den Zifferblättern ist es auch so, ihr könnt dann entsprechend auch die Farben ändern, wenn wir jetzt einfach mal hier durchgehen, ich bin ganz hoch gescrollt, können wir uns einfach mal durchschauen. Das sind so die Zifferblätter, die uns hier entsprechend zur Verfügung stehen. Manche kennt man auch schon, zum Beispiel von der Suunto 9 Peak. Manche sind auch neu hinzugekommen. Das sind jetzt so die, das war es auch schon. Das sind jetzt so die Zifferblätter, die ihr zur Auswahl habt. Wenn ihr das Ganze dann auswählt, könnt ihr dann hier nochmal reingehen und dann bekommt ihr nochmal die Farben angezeigt, was ihr euch aussuchen könnt. Zum Beispiel jetzt hier das Gelb. Und dann habt ihr entsprechend das Zifferblatt ausgewählt und jetzt sehen wir hier jetzt eine gelbe Umrandung. Das ist jetzt hier eins mit Montag bis Sonntag. Man sieht auch hier, diese Punkte hier eingeblendet sind die Punkte, an denen ich ein Workout gemacht habe. Wenn wir dann nochmal zurück zur Einstellung gehen, dann kommen wir auch nochmal in die allgemeine Einstellung hinein und dann sehen wir jetzt hier schon, da können wir uns auch nochmal tief ins Menü hinunter und da bekommen wir jetzt auch die Möglichkeiten, das ist auch neu, ein Software-Update over the air zu machen. Das bedeutet, ihr müsst es nicht mehr über den PC machen, beziehungsweise über die Suunto-Software. Ihr könnt es auch direkt über die Uhr starten. Und hier könnt ihr natürlich dann Sprache, Töne, Hintergrundbeleuchtung einstellen, beziehungsweise auch einen Energiesparmodus und die persönlichen Daten können hier verwaltet werden, aber das ist eigentlich einfach in der App zu machen.
Ja, dann kommen wir aber auch schon mal zu den normalen Fitness-Einstellungen. Wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir als erstes schon in die Herzfrequenzmessung. Dadurch, dass ich die Uhr jetzt natürlich anhabe, habe ich jetzt hier keine Werte. Wenn wir jetzt aber mal hineingehen, sehen wir hier, dann bekomme ich eine Historie angezeigt. Und so kann ich dann sehen, was in den letzten 6 Stunden, beziehungsweise hier sind 12 Stunden, an Herzfrequenzsensoren waren. Und man sieht hier, ich habe jetzt hier Workout gemacht, entsprechend ist hier auch ein kleiner Ausschlag drin. Und so habt ihr einen kleinen historischen Verlauf. Dann bekommen wir noch aufgrund der Herzfrequenz die Kalorien pro Stunde angezeigt. Das heißt also, ihr könnt ja nachschauen, wie viel Kalorien ihr pro Stunde verbrannt habt. Die nächste Option ist hier der Stresslevel bzw. der Ressourcenmonitor. Wir sind jetzt hier, ich bin aktuell gestresst aufgrund des Workouts. Und dann sehen wir hier, wenn wir mal reingehen, dann, also immer wenn ihr die Taste reindrückt, kommt hier ins Detail rein. Dann sehen wir hier, das ist der Ressourcenmonitor. Was ist der Ressourcenmonitor? Das ist so ein bisschen so die Akkuladung eures Körpers. Ihr regeneriert Ressourcen, indem ihr schlaft. Also hier wird auch Schlaftracking gemacht und dann baut ihr Ressourcen auf. Wenn ihr einen Workout macht oder euch, ja, wenn ihr gestresst seid, hohe Puls habt etc., dann werden hier Ressourcen verbraucht und wir sehen jetzt hier, meine Ressourcen sind sehr niedrig. Ich habe jetzt einen Langlauf gemacht und entsprechend sagt mir die Uhr jetzt auch, dass ich halt kein Workout mehr machen soll und hier meine Ressourcen schonen soll. Das ist so eine kleine Übersicht. Als nächsten Punkt haben wir dann die normalen klassischen Schritte, die hier gezählt werden. Also es ist ein ganz normaler Schrittfrequenzzähler drin, beziehungsweise ein Geschwindigkeitssensor, der das dann feststellt. Auch hier bekommen wir wieder Details angezeigt, wenn wir reingehen. Ich habe jetzt die Uhr jetzt 4 Tage angehabt, habe davon 2 Läufe gemacht. Das sieht man ja ganz gut, diese Peaks, die hier da sind. Hier bekomme ich einen Durchschnitt angezeigt. Und dann bekomme ich auch nochmal hier die Kilokalorien, die ich durch meine Schritte verbrannt habe, auch nochmal entsprechend angezeigt. Und jetzt ist immer so, wenn ihr so ein Widget aufruft und hier oben 2 verschiedene Symbole sind, bedeutet das, dass hier noch was weiteres angezeigt werden kann. Wenn ihr jetzt oben hier links auf die Taste drückt, dann springt ihr hier oben rum und dann seht ihr hier meine aktiven Kalorien, die ich heute verbraucht habe. Das waren 1300 Kilokalorien und da bekommt ihr dann nochmal eine Gesamtanzeige von 2979. Also der Tag ist noch nicht ganz rum, deswegen ist mein Grundumsatz noch nicht durch. Aber so habt ihr dann schon mal eine kleine Übersicht, was die Kalorien angeht. Auch hier gibt es dann wieder die Möglichkeit, dann entsprechend sich die Statistik anzuschauen, wie wir das gerade eben schon gesehen haben. Zudem könnt ihr, wenn ihr unten aufdrückt auf die untere Taste, kommt ihr dann auch nochmal dann in die entsprechenden einzelnen Zahlen rein. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wir sehen hier, die Uhr habe ich da noch nicht angehabt. Und dann könnt ihr euch auch nochmal den Wochenschnitt anschauen. Als nächsten Punkt hätten wir dann das Training. Und hier ist es so, dass die Uhr auch ein adaptives Training anbietet. Das bedeutet, ihr werdet ganz am Anfang gefragt, wenn ihr die Uhr einschaltet, ob ihr das machen wollt. Und dann gibt es dann einmal dieses Fitness halten, Fitness ausbauen. Und da könnt ihr euch das entsprechend auswählen. Und die Uhr hilft euch dann entsprechend ein Training, oder zeigt euch ein Training an, was ihr machen könnt, um euer Fitnessstand zu halten oder auszubauen. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, gerade wenn man einfach mal sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht mit dem Trainingsplan befassen, sondern möchte ein Workout einfach durchführen. Die Uhr hilft mir dabei, ist es doch ein tolles Feature. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt in dieser Woche 2 Stunden 31 Minuten trainiert. Mein Wochenziel, was ich definieren kann, habe ich jetzt mal auf 50 Minuten gestellt. Das war jetzt aber einfach nur mal wahllose Zahl. Und auch hier bekomme ich dann wieder Details angezeigt, wie mein Verlauf war, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und dann bekomme ich hier auch nochmal einen Trainingsdurchschnitt und die Uhr greift auch dann hier drauf zurück, wenn sie entsprechend das Training gestaltet, damit ihr hier nicht zu viel trainiert und in eurem entsprechenden Rahmen trainiert. Des Weiteren bekommt ihr nochmal eine Statistik angezeigt, wenn ihr jetzt reingeht, dann seht ihr nochmal, wie gesagt, die 2 Stunden 31, dann die Distanz, die ich gemacht habe und dann nochmal die entsprechenden Kilokalorien, die verbrannt worden sind. Auch hier gibt es wieder einen weiteren Menüpunkt, wenn wir hier oben drauf gehen, und zwar das ist die Erholungszeit. Die Uhr gibt euch entsprechend der Härte des Workouts bzw. Herzfrequenz dann an, wie viele Stunden ihr euch erholen sollt. Danach solltet ihr euch auch ein bisschen richten, weil der Körper braucht definitiv auch eine Zeit, um sich entsprechend zu regenerieren. Dann haben wir als nächsten Punkt das Schlaftracking, aber hier ist eins ganz wichtig, das will ich euch erstmal ganz kurz zeigen, weil das Schlaftracking ist nicht automatisch eingeschaltet. Ihr solltet auf jeden Fall vorher nochmal hier in die Einstellung gehen, das ist nochmal hier über die Einstellung. Und dann müsst ihr das Ganze hier entsprechend über die Einstellung nochmal aktivieren. Dann gehen wir jetzt einfach hier runter auf Schlafen und dann müsst ihr das entsprechend hier aktivieren, euch sagen, wann ist eure Schlafenszeit, eure Zielzeit. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann bekommt ihr leider kein Schlaftracking. Also ganz wichtig, wenn ihr die Uhr neu auspackt, entsprechend das Ganze erstmal einstellen. Beim Schlaftracking bekomme ich dann entsprechend die Zeit angezeigt, wie lange ich geschlafen habe. Hier habe ich um 1 Stunde 4 mein Ziel verfehlt. Und wenn wir in die Details reingehen, sehen wir dann auch nochmal hier den Verlauf. Beziehungsweise wenn ich hier reingehe, kann ich mir auch nochmal die Details anschauen. Dann sehen wir auch nochmal, wie der ganze Schlaf aufgebaut war, die Schlafqualität, die durchschnittliche Herzfrequenz, beziehungsweise dann auch, welche Phasen ich dann entsprechend gehabt habe. Und über das Schlaf wird dann halt entsprechend auch die Ressourcen, die wir vorhin gesehen haben, dann wieder aufgebaut. Und so habt ihr dann immer einen Zyklus und wisst genau, wie euer Körper sich für den nächsten Tag aufgestellt hat. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und das ist hier das Fitnessniveau.
Hier habe ich jetzt momentan 43,9. Hier muss ich aber dazu sagen, die Uhr braucht ein bisschen, bis sie das euch anzeigt. Das hat sie mir jetzt heute zum ersten Mal angezeigt. Ich bin erst bei 3 Läufen. Die muss euch erst ein bisschen kennenlernen. Das bedeutet, ihr müsst ein bisschen Geduld haben und hier, das pendelt sich dann nach und nach ein. Wenn ihr dann mehr laufen geht, dann wird der Wert auch exakter. Und ich kann auch sagen, in der Vergangenheit mit den anderen Sunto-Uhren, und das sind ja alle ein bisschen ähnlich, kam es dann auch angeglichen zu den Werten, die ich dann auch normal hatte. Also da nicht verzagen, das dauert einen Moment. Ganz wichtig ist übrigens auch hier, ihr bekommt das Ganze nur angezeigt, wenn ihr mit GPS unterwegs seid. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch hier diese Werte zu bekommen. Ihr bekommt dann, wie gesagt, hier den VO2 Max angezeigt, ist hier bei 43,9. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir da oben aufs Menü gehen, da bekomme ich jetzt auch mein Fitnessalter angezeigt, ist 25. Ja, ich bin nicht so ganz 25, aber das ist doch sehr positiv, wenn ich das hier lese. Ja, so habt ihr so eine kleine Übersicht, wie euer aktueller Fitnesslevel ist. Ja, und das waren auch schon mal die Widgets, die wir hier direkt auf der Uhr haben. Ja, dann kommen wir auch schon mal zu dem Teil, warum man eine Sportuhr eigentlich hat. Und zwar die Sport-Apps, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und dann gibt es hier die Trainingsmöglichkeiten. Ja, ich habe jetzt schon mal meinen ersten eigenen Lauf erstellt, mein eigenes Display. Das werde ich euch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Ansonsten habt ihr als Standard schon mal Gehen, Laufen, Radfahren drauf, Trailrunning, Poolschwimmen, Krafttraining. Aber man kann hier, wenn man auf weitere geht, sieht man es ja schon, entsprechend noch das ganze Portfolio erweitern. Beziehungsweise, man sieht auch hier, Triathlon ist auch möglich. Beziehungsweise, man kann dann auch entsprechend seine Displays in der App einstellen. Aber das werde ich dann euch gleich nochmal zeigen. Und wie man auch hier sieht, es sind hier wirklich keine Wünsche offen. Man hat hier wirklich eine riesen Auswahl an Aktivitätsmöglichkeiten. Dann kommen wir aber mal zu der Einstellung des Laufs. Also wenn ich in den Lauf hineingehe und hier direkt auf Start drücke, das sollte ich jetzt nicht machen, weil wenn ich hier reingehe, sieht man, dann kommen hier unten auch Optionen. Das dauert einen kleinen Moment. Und wenn ich auf die Optionen reingehe, bekomme ich eine kleine Übersicht angezeigt. Wir haben hier einmal Sunto Plus. Das ist eine Funktion von Sunto, die hier zur Verfügung gestellt wird, wenn wir mal hier reingehen. Man muss sich Sunto Plus so vorstellen, es ist eine Option, die ich noch bei dem Lauf hinzufügen kann, beziehungsweise bei meiner Aktivität. Dann bekomme ich nochmal zusätzlich ein Feld angezeigt, das mir dann halt, je nachdem was ich auswähle, mir die Werte anzeigt. Hier gibt es zum Beispiel den Burner, der zeigt mir zum Beispiel das Verhältnis an zwischen der Fettverbrennung und der Kohlenhydratverbrennung. Und so kann ich dann schauen, ob ich mein Training optimal mache, um hier auch entsprechend meine Fettreserven anzugreifen. Das bekomme ich hier entsprechend angezeigt. Dann gibt es hier noch eine Kleinfunktion. Da wird angezeigt, wie schnell ich den Berg hinauf und runter laufe, um das hier optimal zu gestalten, beziehungsweise auch wie viel Höhenmeter ich gelaufen bin. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht mit der Sunto 9 Peak, das verlinke ich euch oben einfach mal, dann könnt ihr euch einmal anschauen, wie das Ganze mit Climb funktioniert. Dann gibt es hier eine Ghost Runner Funktion. Ghost Runner ist eine Funktion, die ja am Anfang wird quasi eine Geschwindigkeit ermittelt und ihr lauft dann gegen euch selber. Der Ghost Runner bleibt dann so ungefähr bei dem Tempo und ihr müsst halt versuchen, dieses Tempo zu halten. Das heißt also, wenn ihr am Anfang schnell loslauft, dann habt ihr wirklich eine Herausforderung und dann bekommt ihr Metern auch immer angezeigt, wie weit ist der Ghost Runner jetzt von euch weg. Das heißt also, ihr lauft zwar gegen die Zeit, aber euch werden Meter angezeigt, damit kann man ein bisschen vielleicht mehr anfangen, um dann hier das Tempo zu halten und ist so eine kleine Herausforderung. Dann haben wir die ganzen Loop-Funktionen, einmal mit Pace, Power und Speed. Loop-Funktion ist dafür da, es erkennt automatisch, wenn ihr zum Beispiel auf einer Bahn lauft, dass ihr in der Bahn lauft und dann werden automatisch die Runden gezählt und habt es dann entsprechend in der Auswertung drin. Dann gibt es noch den Save Point, das ist My Location, da werden dann die GPS-Daten gespeichert, wo ich das Ganze dann entsprechend haben möchte. Ja, dann gibt es noch die Sprint-Funktion, wenn ihr zum Beispiel jetzt unterwegs seid und dann Sprints einlegt, das erkennt die Uhr anhand der Geschwindigkeit, die sich verändert und dann bekommt ihr dann auch nochmal entsprechend eine Auswertung in der App. Und hier gibt es dann einmal für Running beziehungsweise auch fürs Fahrradfahren. Dann haben wir noch die Strava-Funktion, hier kriegen wir eigentlich nur die relative Effort, heißt steht hier auch schon, die Anstrengung, die wir haben. Dann haben wir noch die Training Peaks-Funktion und bei der Training Peaks-Funktion ist so, ihr bekommt dann den Training Stress Score angezeigt, also diesen TSS-Wert. Und dann bekommt ihr noch den Intensity Factor, also quasi wie anstrengend das Ganze war. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt da sagen könnt, okay, ich bekomme da jetzt von Training Peaks meine Daten und kann danach trainieren. Nein, so ist es nicht gemeint. Also das gleiche ungefähr wie auch bei Strava, das wir hier gerade schon gesehen haben. Der letzte Punkt, den es hier gibt, ist Wings for Life und das finde ich eigentlich ein ganz tolles Feature sogar. Also hier ist es so, ich laufe los und dann startet ein Auto, beziehungsweise so eine Art Bus oder sowas, der einen anderen anfängt. Das bedeutet, ihr lauft dann ein bisschen gegen die Zeit. Irgendwann werdet ihr eingeholt, aber ihr habt so ein bisschen Ehrgeiz, diesem Bus oder diesem Auto da wegzulaufen. Ihr bekommt da auch immer eine Anzeige, wie weit die Distanz ist und wie weit das Auto noch weg ist. Und so habt ihr so ein bisschen, einen kleinen Anreiz, da entsprechend hier dem Ganzen wegzulaufen, um dem Besenwagen, auszuweichen. Aber ich muss sagen, bis auf das Wings for Life und ganz oben hier den Ghost Runner,
finde ich nicht, dass es ein entsprechender Mehrwert ist. Ich meine es nicht, dass das jetzt schlecht ist, was hier alles dabei ist. Ich finde nur zum Beispiel hier auch gerade diesen Kalorienburner oder auch Loop-Anzeige. Das sind Sachen, die könnte ich eigentlich generell einblenden lassen, beziehungsweise generell einzeigen lassen, weil das Problem ist, ich kann mich nur für eins der ausgewählten Suunto Plus Fähigkeiten einstellen. Also ich meine, bei Ghost Runner und bei Wings for Life macht das Ganze vielleicht noch Sinn, aber bei den anderen Sachen nicht. Also das heißt, ich kann jetzt nicht den Ghost Runner machen und mir gleichzeitig den Burner anschauen, beziehungsweise mir den Loop anzeigen lassen oder auswerten lassen. Nein, ich muss es dann entsprechend jeweils einzeln auswählen. Ich finde es schade, weil gerade diese Loop-Sachen, das könnte man zum Beispiel auch locker in der App auswerten lassen, weil da ist ja auch anhand der Daten zu erkennen, wie entsprechend hier sich das Ganze verändert hat. Dann gibt es hier noch die weitere Möglichkeit, dass wir hier unsere Intensitätszone einstellen können, also die Herzfrequenzzone. Ich kann mir hier auch Ziele setzen. Da kann ich zum Beispiel drauf gehen und sagen, hier die Zeitziel oder ein Distanzziel kann ich mir setzen. Oder ich kann hier auf die Navigation gehen. Genau, ich kann nämlich mit der Suunto 5 Peak auch wieder navigieren. Und wenn ich hier hineingehe, Brotkrümel ist hier standardmäßig ausgewählt, also das, wo man dann wieder zurückläuft, kann ich mir auch entsprechend Routen auswählen. Und dann sehen wir jetzt hier, da habe ich jetzt hier ein paar Routen drauf. Und dann kann man entsprechend die Route auswählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine auswähle, Hallo YouTube, dann sehe ich jetzt mal eine Übersicht der Route, die ich jetzt geplant habe. Die habe ich jetzt zum Beispiel auf Komoot geplant. Da geht es auch eine sehr gute Integration dazu. Ich werde auch nochmal ein Video zu der Navigation mit der Suunto 5 Peak machen, beziehungsweise ich habe auch schon einen Teil gemacht. Das heißt also, wenn dich das ganze Thema interessiert, dann lass auf jeden Fall gerne ein Abo da, damit du hier nichts verpasst. Genau, und dann bekomme ich hier noch ein paar Details angezeigt, wie zum Beispiel die Kilometer, Anstieg, Abstieg, höchster Punkt und wann ich dann entsprechend die Route geplant habe und kann mich dann entsprechend hier navigieren lassen. Hier ist es aber so, hier sind keine Karten verbaut. Ich kann eine Turn-by-Turn-Navigation machen, das heißt, ich bekomme hier dann auch Signale, wenn ich abbiegen muss, aber ich laufe dann quasi nach so einem Strich und wird so eine Strichnavigation. Dann habe ich noch die Möglichkeit, hier die Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Ich kann auch ohne GPS laufen oder ich kann ja auch sagen, keine Messung am Handgelenk. Und ich habe hier auch Möglichkeiten, Sensoren anzuschließen. Das bedeutet, ich kann hier zum Beispiel einen Stride Footpod anschließen oder auch zum Beispiel einen Brustgurt. Das Ganze läuft dann aber über Bluetooth. Des Weiteren gibt es dann die Möglichkeit, hier auch den Batteriemodus zu ändern. Das bedeutet, ich kann hier auch noch entsprechend hier meine Akkulaufzeit verlängern. Man sieht hier bis zu einer Tour, also hier 31 Stunden kann das Ganze noch verlängert werden. Im Standardmodus wäre es nur noch eine Stunde mit der Akkuladung, die ich aktuell habe. Als weiteren Punkt gibt es dann hier noch den Motiv. Motiv ist so, ja, ob ich das jetzt im Hell oder Dunkel haben möchte, je nachdem, wo ich halt gerade unterwegs bin oder was mir besser liegt. Beziehungsweise ich kann hier noch die Autolab einstellen oder hier Autostop. Das heißt also, wenn ich jetzt stehen bleibe, dass automatisch dann gestoppt wird. Und ich kann mir hier das Gefühl einstellen, also ich habe das ausgemacht, da würde ich nach dem Training immer gefragt und am Lauf, wie habe ich mich danach gefühlt. Das würde der Uhr halt nochmal ein bisschen mehr helfen. Ich finde es ein bisschen störend, da jetzt mal hier mein Smiley auszuwählen in der Uhr. Ist natürlich Geschmackssache. Als nächsten Punkt gäbe es hier noch die Navigation. Die Navigation ist dann wirklich nur reine Navigation. Hier wird nichts aufgezeichnet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mal sagt, okay, ich möchte das Ganze jetzt mal ohne irgendwelche Daten und sowas haben und ich möchte einfach nur navigiert werden und nicht gestört werden, dann könnt ihr diesen Punkt nehmen. Aber ich habe mal den Fehler gemacht und habe dann Workout gemacht darüber, habe mich natürlich geärgert. Also das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, dass wenn ihr ein Workout macht, dass ihr entsprechend hier nicht in die Navigation selber hineingeht, sondern tatsächlich ins Training. Bei Einstellungen unter dem Punkt Navigation kommen wir auch hier in die GPS-Einstellung hinein. Dann sehen wir jetzt einfach hier, bekomme ich dann mal die Anzeige für Positionsformate, beziehungsweise hier kann ich dann auch die GPS-Daten wählen und hier gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Einmal hier die japanische Variante mit GPS, dann gibt es hier die GLONASS und GPS-Variante, beziehungsweise auch das Ganze noch zusätzlich mit Galileo oder mit Beidou. Da könnt ihr dann entsprechend das Ganze hier auswählen, was für euch am besten ist. Ich laufe hier meistens mit der GLONASS-Variante und so habt ihr dann die Möglichkeiten, hier entsprechend die GPS-Daten auszuwählen, beziehungsweise das auf das abzustimmen, was bei euch am optimalsten ist. Ja, dann kommen wir auch schon mal zur Suunto-App. Das ist jetzt hier die Suunto-App im Startbildschirm. Wir sehen jetzt hier oben wird gerade die Uhr synchronisiert. Das sieht man einfach an diesem Symbol, das hier gerade so ein bisschen blinkt. Man hat hier so mal eine Übersicht der ganzen Wochen, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe hier ganz viele Läufe gemacht. Das Grün ist dann Gehen. Und ich bekomme dann nochmal eine GPS-Übersicht meiner Daten, die ich jetzt hier gesammelt habe, beziehungsweise Auswertung der Läufe. Und da können wir zum Beispiel in den Lauf hineingehen mit 11,2 Kilometer, was ich heute gemacht habe. Und dann sehen wir hier mal eine Übersicht, bekomme ich einmal eine Karte angezeigt. Und ich bekomme hier auch nochmal die Details dann explizit aufgewiesen. Also hier ist immer eine VO2 Max, der ermittelt worden ist, die Kalorien, die ich verbrannt habe und auch nochmal die Herzfrequenzzonen, in denen ich mich bewegt habe. Zudem gibt es nochmal eine Übersicht des Tempos, der Geschwindigkeit, die gemessen wird, die Höhe, die ich verwendet habe, die Trittfrequenz. Man sieht hier, ich habe viel gefilmt, deswegen bin ich oft gestanden. Also deswegen ist der Lauf jetzt auch nicht so optimal von der Zeit her.
Und das ist übrigens hier das Leben eines YouTubers, ne? Also ich habe hier 3 Videos gedreht und das ist halt dann schon, das macht den Rhythmus so ein bisschen kaputt. Und das Ganze kann ich mir dann auch explizit auf der Karte anzeigen lassen und sehe ich hier auch ganz genau, zu welchem Zeitpunkt ich dann was gemacht habe. Zudem gibt es hier die Möglichkeit, es sich auch auf einer 3D-Karte anzeigen zu lassen. Und wenn man das Ganze dann noch im Satellit haben will, kann man sich das auch entsprechend nochmal im Satellit anzeigen lassen. So bekomme ich dann eine kleine Übersicht. Und gerade, wenn ich das Ganze noch abspiele, ist auch interessant, wenn ich da mal im Urlaub war, kann mir das Ganze dann mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Dann bekomme ich hier oben auch nochmal eine Anzeige, wie das Ganze hier sich aufstellt. Also ich habe hier zum Beispiel die Distanz, Durchschnittstempo, Herzfrequenz, maximale Schrittgeschwindigkeit, VO2 Max, das hatte ich ja schon gesagt, Kalorien. Dann kann ich hier nochmal rübergehen und bekomme hier auch nochmal die Erholungszeit angezeigt von 15 Stunden. Dann meine Belastung, da komme ich auch nochmal gleich drauf zu. Dann sehe ich auch nochmal die Schritte, den Aufstieg. Und hier sehen wir dann nochmal die ganzen Daten, die entsprechend hier aufgelistet worden sind. Dann gibt es hier auch noch den Epoch-Wert. Der Epoch-Wert ist so ein Wert, umso höher, umso intensiver war das Training. Das war jetzt nicht so intensiv. Und so habt ihr auch nochmal so eine kleine Orientierung, wie das Ganze dann sich auswirkt. Ja, dann gibt es ja auch eine geführte Statistik. Und zwar ist es so, wir sehen jetzt hier, ich habe hier 2 Läufe drin, deswegen müsst ihr das ein bisschen ausblenden. Ich habe jetzt hier einmal eine Analyse, da sehe ich, wie viele Aktivitäten ich gemacht habe. Ich kann aber auch in die Fortschritte reingehen. Auch diesen Wert müsst ihr ausblenden, weil ich habe auch einen Test gemacht. Da bekomme ich einmal angezeigt, wie mein Fitness-Müdigkeitslevel ist. Und über die Zeit, wir sehen jetzt hier, dass das Ganze jetzt hier momentan hochgeht, weil ich einen Trainingsplan angefangen habe. Das gleiche ist auch bei der Form, das müssen wir unten auch ausblenden. Wie gesagt, die Werte ist nicht plausibel hier. Da bekomme ich angezeigt, wie gut meine Form ist. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diesen TSS-Wert, der gibt dann an, ob ich mich verbessere oder verschlechtere. Und hier habt ihr so einen kleinen Überblick, eine Auswertung, wie das Ganze bleibt. Zudem bekommt ihr dann unten nochmal eine Übersicht, was die verschiedenen Formen heißen. Also wenn wir mal ganz hoch gehen, steht hier gerade fit bleiben. Und dann wird hier ganz kurz nochmal definiert bei fit bleiben, was das Ganze bedeutet. Und hier kriegt ihr auch nochmal ein paar Hilfestellungen, wie das Ganze hier sich aufbaut. Und hier könnt ihr dann entsprechend ein geführtes Training machen und kriegt hier so eine gewisse Auswertung. Man kennt es auch ein bisschen von Training Peaks, da kommt es auch her und hilft euch, wie gesagt, ein bisschen beim Training. Des Weiteren bekommen natürlich dann die Schritte angezeigt, die verbrannten Kilokalorien. Was dann nochmal interessant ist, dann der Schlaf, der hier getrackt wird. Und wir sehen jetzt hier, ich habe die Uhr jetzt nicht immer angehabt. Ich habe jetzt einmal hier die letzten 3 Tage die Uhr angehabt. Und dann wird hier auch Ressourcenmonitor angezeigt, beziehungsweise Ressourcen, die entsprechend dann verwendet werden oder aufgebaut werden. Und wenn wir jetzt hier mal reingehen in den Schlaf, dann bekomme ich auch hier ein paar Details. Da bekomme ich einmal wieder diese 1 Stunde 4, die mir fehlt. Dann, dass sich meine Reserven auf 81% entsprechend erhöht haben. Und hier bekomme ich auch nochmal eine kleine Auswertung des Tages. Dann sehen wir auch hier nochmal meine Herzfrequenz, die entsprechend hier getrackt worden ist. Hier war das Workout. Und dann sehe ich auch nochmal entsprechend, wie die Schritte aufgebaut sind, beziehungsweise wann ich welche Kalorien verbrannt habe. Als letzten Wert haben wir noch den VO2 Max, der wird dann hier entsprechend ermittelt. Wir sehen hier, zum letzten Mal wurde der jetzt mit der Uhr oder zum ersten Mal mit der Uhr ermittelt. Vorher habe ich das Ganze mit der Suunto 5 gemacht. Und hier sieht man dann auch entsprechend den Verlauf. Man kann das Ganze sich dann auch einmal monatlich anzeigen lassen, beziehungsweise jährlich oder wöchentlich bekommt ihr dann auch entsprechend eine kleine Statistik angezeigt. Ja, wenn ihr jetzt Workouts anpassen wollt oder auch Workouts hinzufügen wollt, dann müsst ihr ganz einfach hier oben auf die Uhr gehen. Dann bekomme ich hier auch schon Personalisierung der Sportmodis. Da gehen wir jetzt einfach mal hinein. Und dann sehen wir jetzt auch schon, das Ganze wird erstmal geladen, ganz kurz. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeiten, einmal das Workout, was ich selber erstellt habe, entsprechend hier zu verwalten, beziehungsweise den Namen zu ändern. Wir machen es aber jetzt mal anders. Wir gehen jetzt einfach mal in eins Neues hinein. Dann sagen wir zum Beispiel, ich möchte jetzt einen Sportmodus erstellen. Dann kann ich mir das entsprechend hier aussuchen. Und hier sehen wir nochmal die Vielzahl an Sportmodis, die es hier gibt. Also es ist wirklich, was das Herz begehrt, ist eigentlich alles dabei. Sogar Reiten, Rollschuhlaufen, das sind so die Sachen, die ich als in Foren lese, die manche verlangen. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Trailrunning. Das wählen wir jetzt entsprechend aus. Und dann sehen wir jetzt auch schon, wir können einmal hier einen neuen Namen geben. So, dann haben wir den Namen jetzt vergeben. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeiten, die ganzen Displays einzustellen. Also wir sehen hier, wir können einfach hier durchswipen und entsprechend hier auch Displays hinzufügen. Und dann können wir jetzt auch sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt so ein grafisches haben oder ein Karussell. Wenn ich jetzt auch ein grafisches auswähle, dann kann ich hier auch sagen, ich möchte zum Beispiel eine Herzfrequenz haben oder ich möchte hier die Trittfrequenz, vertikale Geschwindigkeit, also entsprechend hier, da sieht man jetzt auch schon, die Auswahl ist hier relativ beschränkt, die man machen kann und kann mir die Werte anzeigen lassen, mit zum Beispiel jetzt hier mal die Trittfrequenz als Beispiel. Oder ich kann einfach sagen, ich fahre jetzt hier rüber, die Rundendistanz interessiert mich nicht. Beim Trailrunning ist zum Beispiel interessant alles, was mit Höhen hat. Also gehen wir einfach mal hier auf ein Höhenfeld. Und dann gibt es hier zum Beispiel die Felder Abstieg, Anstieg. Dann gehe ich einfach mal auf Anstieg und dann kann ich mir die Anstiege anzeigen lassen, beziehungsweise dann auch später die Abstiege. Und so kann ich mir dann entsprechend meine Displayfelder einstellen, wie ich das für mich selber haben möchte. Und wenn ich das Ganze dann habe, gehe ich einfach hier auf Speichern. Dann wird das hier Ganze entsprechend synchronisiert, beziehungsweise auch direkt dann auf die Uhr synchronisiert.
Und wenn wir jetzt auf die Uhr gehen, entsprechend ins Training hineingehen, sehen wir auch schon hier Training und dann ist hier direkt auch gleich das Trailrunning zur Verfügung und dann kann ich hier direkt reingehen und kann die Aktivität starten und habe dann hier so meine Daten, die ich dann entsprechend definiert habe. Was ich auch noch ganz vergessen habe, man kann natürlich auf der Uhr auch Musik steuern. Das bedeutet, wenn ihr dann mit dem Handy verbunden habt, ein Spotify anhabt, könnt ihr auch direkt hier die Musik weiterskippen und müsst jetzt nicht irgendwie das Handy rauskramen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich habe leider aber noch 2 Kritikpunkte und das Kritikpunkt geht hier komplett aufs Display. Erstens, leider finde ich das Display einen Ticken zu klein. Also das heißt, wenn ihr jetzt ein bisschen Sehschwierigkeiten habt und ihr macht einen Workout ohne Brille, könntet ihr vielleicht Probleme kriegen mit dem Ablesen. Und die andere Sache ist, ich finde das Display leider auch ein Ticken zu dunkel. Das heißt, ihr könnt die Helligkeit nicht einstellen oder verändern. Das bedeutet, je nachdem, wie die Lage des Lichts ist, kann es zu Schwierigkeiten führen mit dem Ablesen. Ihr könnt natürlich das Licht einschalten, das ist aber sehr kurz. Ich wollte das Ganze nochmal erwähnen, weil mich das hat tatsächlich ein wenig gestört, gerade weil man auch die Helligkeit des Displays nicht einstellen kann. Wenn euch noch mehr solche Videos interessieren, ich habe eine Playliste zu den Suunto-Uhren gemacht, die verlinke ich euch hier oben. Dann habe ich mal ein Video gemacht zu Suunto Climb, das habe ich ja schon im Video erwähnt, das verlinke ich euch unten einmal. Und ich habe eine Playliste zu generellen Tests meiner Uhren, die verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr mal reinschauen, wie ich die ganzen Uhren teste und reviewe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.